Willkommen, Raumpiloten! Ja, jetzt endlich nach langer Zeit eine Folge 3 vom Kolonisierungsguide. Das hat jetzt so lange gedauert, weil ja die Frontier die ganze Zeit da noch Updates rausgebracht haben und andere Sachen, und da war das noch sinnlos, da eigentlich erstmal so ein Video zu machen. Und jetzt ist das alles so komplex, das ganze Zeug, dass das eigentlich ein stundenlanges Video geben müsste, um das alles im Endeffekt zu erklären und zu erfassen. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich mich da jetzt für eine vollkommen andere Variante entschieden. Und zwar habe ich den kompletten Guide von dem Commander Mechan für die Systembesiedelung komplett übersetzt ins Deutsche und dann noch komplett überarbeitet und erweitert um einige Zusatzinformationen. Der Guide ist in 2 Versionen, einmal in der Originaldarstellung, schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift, und einmal als Druckversion in der Videobeschreibung hier unter diesem Video zum Runterladen verfügbar. In diesem Video hier zeige ich jetzt nur im Anschluss, wie man dann das Ganze macht, wie man mit dem Guide umgeht und wie das alles soweit zu handhaben ist mit dem Guide. Außerdem gehe ich dann nochmal auf ein paar Specials ein, die da im Guide erwähnt sind, beziehungsweise dann von mir entsprechend zusätzlich eingefügt worden sind, die im Originalguide vom Commander Mechan so gar nicht erwähnt sind und auch gar nicht drin sind. Wenn ihr im YouTube seid und seid dann auf der Videoseite, dann klickt ihr hier in der Videobeschreibung auf Mehr. Dann findet ihr hier unten die beiden Guides. Das eine ist also der Guide jetzt komplett übersetzt in Deutsch mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift, und der andere ist ein Guide als Druckversion, den man sich dann eben auch ausdrucken kann. Ich habe also jetzt auf den Link geklickt und habe mir diesen Guide damit hier in ein Browserfenster, das ist zum Beispiel der Google Chrome, geladen. Und dann sieht der eine Guide natürlich so aus wie hier der Standard Guide vom Commander Mechan, und in der Druckansicht ist es dann hier schwarz auf weiß. Das verbraucht natürlich dann deutlich weniger an schwarzer Tinte. Ich muss darauf hinweisen, manchmal wird das nicht sauber geladen. Das ist mir jetzt beim Ausprobieren schon ab und an mal passiert, wenn es hier im Browserfenster geöffnet wird und dann ist da unten dann nur noch zu sehen, dass es irgendwie nicht richtig geladen werden konnte. Da muss man einfach hier auf Aktualisieren klicken, diese Seite neu laden oder F5 drücken, bis sie dann eben sauber komplett geladen wird. Das kommt manchmal so vor, auch beim Durchscrollen kommt das noch vor, dass man irgendwie bei der unten dann auf einmal dann keine Seite mehr sieht, dann ist das noch nicht komplett geladen worden. Ich empfehle daher eben auch auf jeden Fall schon mal hier auf diesen Button herunterladen zu klicken und den Guide eben die PDF-Datei herunterzuladen, und ich empfehle dann auch, die eigentlich auf einem lokalen Computer dann mit einem Acrobat Reader zu lesen und nicht hier im Browserfenster, weil dieses Browserfenster hat so seine Einschränkungen. Und zwar habe ich beispielsweise hier ein Inhaltsverzeichnis. Im Acrobat Reader braucht man einfach hier nur auf so einen Eintrag zu klicken, auf eine Seite, und dann springt der Acrobat Reader sofort zu der richtigen Seite, die man hier angeklickt hat im Inhaltsverzeichnis. Das passiert hier in dem Browserfenster nicht. Es sind auch eine ganze Menge Links eingefügt hier. Ich habe hier zum Beispiel solche Fußnoten. Die funktionieren hier im Browserfenster nicht. Da springt er nämlich dann direkt, wenn man draufklickt, zur Fußnote und von der Fußnote dann zurück. Das zeige ich nachher nochmal. Ja, genauso hier, ich habe hier so teilweise so Links eingefügt, wo dann eben die weitere Erläuterung von einem bestimmten Begriff dann eben ausführlich da ist. Ja, das sind dann diese Links, die funktionieren auch nicht. Was hier in dem Browserfenster funktioniert, das sind einfach nur solche normalen Hyperlinks auf andere Webseiten, wie zum Beispiel eben hier diese oder hier der hier zur YouTube-Seite vom Commander Mechan oder der hier zur YouTube-Seite von mir. Mein YouTube-Kanal, das sind so Links zu externen Webseiten, die dann hier im Browserfenster natürlich funktionieren,
Aber diese dokumenteninternen Links, die ich hier habe, die funktionieren nicht. Und deswegen gehen wir jetzt mal über zum Acrobat Reader und zur Ansicht im Acrobat Reader. Das ist jetzt also die heruntergeladene Seite hier im Acrobat Reader geöffnet, lokal auf dem eigenen Computer. Und da kann man sich hier das erstmal wegklicken, damit man mehr sieht. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, uns da noch hier so eine Einzelseitenansicht reinzuklicken, wo wir dann eben hier die einzelnen Seiten durchgehen können. Und wir haben dann hier immer die Möglichkeit, zu einer bestimmten Seite zurückzuspringen, da unten auf der rechten Seite. Ja, und dann gehen wir mal kurz so auf ein paar Sachen ein. Es sind hier insgesamt 101 Seiten. Das vom Commander Mechan hat mehr Seiten mit weniger Information. Das liegt aber auch daran, muss ich gleich sagen, dass ich einige Seiten vom Commander Mechan gelöscht habe. Dann habe ich so ein paar Seiten auch rausgelöscht, die sind obsolet. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Gucken wir noch gerade mal in das Dokument vom Commander Mechan rein. Ja, der hat also beispielsweise hier so ein Appendix. Das ist aus dem Spiel. Ich meine, die Hilfetexte aus dem Spiel da rein zu kopieren, das macht jetzt irgendwie erstmal keinen Sinn. Und außerdem in der deutschen Version brauche ich hier diese englischen Hilfetexte nicht. Deswegen habe ich diese ganzen Seiten schon mal entfernt. Die habe ich schon mal rausgelöscht bei dem Commander Mechan, weil die im Endeffekt nichts bringen. Diesen Overlap habe ich gelöscht, weil das sind Sachen, die sind mittlerweile eigentlich obsolet seit einem bestimmten Update. Ich glaube 4.2.0.1 heißt es, glaube ich. Ja, dass sich hier irgendwas kannibalisiert. Darauf bin ich nochmal dann in meinem Dokument ausführlich drauf eingegangen. Deswegen habe ich das auch gelöscht beim Commander Mechan. Dann habe ich zum Beispiel diese Seiten hier vom Commander Mechan rausgenommen, weil das mittlerweile nicht mehr zutrifft. Welche Wirtschaften sind miteinander kompatibel. Ja, und vor allem diese erschreckende Grafik hier mit diesen ganzen roten Balken, dass man bestimmte Sachen immer hier überhaupt nicht mischen darf. Hightech mit Industrie zum Beispiel, das ist alles obsolet mittlerweile seit einem Update, das es gegeben hat. Das kann man mittlerweile eigentlich alles mit allem mischen. Das ist alles kein Problem mehr. Deswegen habe ich diese Seiten rausgenommen. Diese Liste hier, wo es auch nochmal einen Link auf das Dokument gibt, das originale Spreadsheet da, die habe ich jetzt bei mir zusätzlich reingenommen, komplett in Deutsch übersetzt, und das ist zum Beispiel eine schöne Sache hier mit dieser Liste, was produziert wird und was verbraucht wird von denen. Ja, das ist beispielsweise so, dass das Dokument vom Commander Mechan schon sich von meinem jetzt schon ziemlich unterscheidet, muss man sagen. Ich habe auch die Sachen hier, die Seiten neu sortiert in einer ganz anderen Reihenfolge, die meiner Ansicht nach viel logischer ist. Ich habe dann oben auch erstmal angefangen, hier zum Beispiel mit, was solltest du dir für einen Frachter besorgen. Insofern habe ich also versucht, das alles noch ein bisschen von der Reihenfolge her logischer zu sortieren. Ja, ich hoffe, das hat funktioniert. Und da gehen wir das Dokument mal durch, in Kürze, in der Schnelle. Ich habe das hier zum Beispiel nicht übersetzt. Diese Revisionshistorie, die habe ich nicht übersetzt. Das muss nicht sein. So, jetzt sind wir im Acrobat Reader und wir haben eben hier die Möglichkeit, im Acrobat Reader eben in dem Inhaltsverzeichnis einfach auf einen Eintrag zu klicken, um da richtig sofort hinzuspringen. Da merken wir uns mal, auf welcher Seite wir gerade sind. Das ist die 4. Und dann zack, klicken da drauf und daneben trage ich jetzt wieder die 4 ein auf der rechten Seite da in diesem freien Feld und bin wieder zurück auf meine Seite 4 mit dem Inhaltsverzeichnis. Ja, zum Beispiel da kann man dann schön hin und her springen. Man muss sich nur die Seite merken, wo man zuvor war. Das ist dann eben das Schöne schon mal im Acrobat Reader gegenüber dieser Webseitenansicht. Ich habe die Begriffe und Definitionen ein bisschen erweitert, habe da so ein paar zusätzliche Begriffe eingefügt und habe das natürlich alles ins Deutsche übertragen, wie wir das im Deutschen ausdrücken und so. Und habe da, wie gesagt, dann eben das auch alles ein bisschen anders sortiert, dass das auch noch ein bisschen logischer ist. Zum Beispiel dann eben hier diese ganzen Gebäude erstmal und so andere Sachen. Viel Arbeit. Ja, und dann
geht's los mit, warum kolonisiert man und so weiter und so weiter und so fort. Und das kommt eben auch vom Commander Mechan, das alles hier brauchen. Was brauchen Sie zum Loslegen? Ja, die Frachter, das habe ich dann hier eben an den Anfang sortiert, was man sich für einen Frachter besorgen kann. Ich habe auch noch ein paar Bilder zusätzlich eingefügt zum Auflockern. Jo, und da habe ich dann losgelegt hier und habe dann beim Start der Kolonisierung einiges zusätzlich wieder eingefügt. Das waren am Anfang erstmal dann auch deutlich unter 100 Seiten, aber das wurde dann eben wieder mehr, weil da doch einiges hier einzuschreiben war und von der logischen Abfolge her dann auch umsortiert. Das ist zum Beispiel vom Commander Mechan übersetzt. Das habe ich den halt gleich mal beim Kolonisierungsstart, wenn man damit anfangen will. Was sollte man dann eben für ein System sich aussuchen? Und was sollte man sich für einen Primärhafen aussuchen und warum? Ja, das, wie gesagt, ist übersetzt, von mir aus auch natürlich ein bisschen umformuliert und dann habe ich hier gleich nochmal so eine Grafik von mir da eingefügt. Ja, dann gab es neu dazu, das ist jetzt in dem aktuellen vom Commander Mechan noch nicht drin, dass es diesen Dodet gibt, den man sich jetzt für 50.000 ARX kaufen kann und dann eben wieder so eine Seite von Commander Mechan jetzt gleich am Anfang schon mal, wie erhalten eigentlich Koloniehäfen dann eine Wirtschaft, dass man sich besser vielleicht einen Koloniehafen aussucht und warum, wieso, weswegen. Hier geht es jetzt schon mal ein bisschen in die Tiefe, in medias res sozusagen. Da habe ich nochmal von mir eine Grafik zusätzlich zu dieser Tabelle hier von Commander Mechan eingefügt, weil die doch ein bisschen übersichtlicher ist und die Erklärung hier noch ein bisschen klarer abgefasst. Und das hier ist zum Beispiel neu von mir, System und das Systembesiedlungskontakt finden mit Bebilderung. Ja, das finden wir zum Beispiel beim Commander nicht, ja, dass man dann eben über die Galaxiskarte sich erstmal ein System aussuchen kann und dann die Reservierung durchführen, die Systembesiedlungsboje absetzen, den Primärhafen bauen und dann die Architektenansicht. Ja, die war auch mal zu erläutern. Ja, die ist dann von mir dann hier auch mal erklärt. Die Architektenansicht, das kommt hier wieder vom Commander Mechan dazu. Warum überbrückt man zu einem anderen System? Und dann eben, wie wird ein System weiter ausgebaut? Jetzt wird es interessant. Planungswerkzeuge dazu und Einführung in den Aufbau eines Systems. Das habe ich um einiges erweitert. Und zwar habe ich hier dann erstmal eine Erläuterung, was allerdings auch gleichzeitig zeigt, wie man ein System aufbaut. Was ist der wirtschaftliche Stärkewert? Und wie baut er sich auf? Wie setzt er sich zusammen? Wie kommt man da auf diesen Wert? Ja, das habe ich hier alles mal über 2 Seiten hinweg dann erklärt und dann eben auch, wo kommt die Information her? Das ist nämlich im Journal hinterlegt und da kann jeder auf seinem eigenen Computer nachschauen, wie die wirtschaftliche Stärke von seinen Sachen ist, wenn er das hier einfach mal in einem entsprechenden Programm, ich empfehle dann Notepad++, dann eben hier einfach mal sucht. Wie geht man dann weiter vor nach Bau des Primärhafens? Was macht man dann? Ja, habe ich dann hier auch entsprechend schon mal wieder erweitert, nämlich mit so ein paar Beispielen. Für eine Industriewirtschaft oder eine Hightech-Wirtschaft oder eine Raffinerie oder eine Förderungswirtschaft. Noch kurz hier eingegangen, wie wird die Oberfläche bebaut, wie macht man das? Und dann das hier, das hat auch gefehlt beim Commander Mechan, besondere Voraussetzungen. Da habe ich wieder eine kleine Grafik hier noch gemacht, dass man da schön sieht, was muss ich erst bauen, bevor ich was anderes bauen kann. Ich muss zum Beispiel leider erst eine Außenposteninstallation bauen, was total bescheuert ist, bevor ich einen Industriehub bauen kann. Und dann die Dienste. Wie aktiviere ich Dienste auf meinen Häfen? Umbenennen von Sachen. Und zum Schluss hier Bau, Abbruch, Abreißen. Und dann geht es hier wieder in die Details noch weiter. Dann geht es hier rein in die weiterführenden Informationen über die Verbindungen. Wie sind die? Was sind Verbindungen? Wie funktionieren die? Und so weiter und so fort. Starke und schwache Verbindungen. Da haben wir hier auch wieder noch ein paar zusätzliche Bilder von mir drin. Und das habe ich dann auch hier wieder komplett neu geschrieben. Wie gesagt, ich habe beim Commander Mechan diese Seiten, die habe ich rausgelöscht und gar nicht erst übersetzt, weil die obsolet sind. Kannibalisierung findet im Endeffekt gar nicht mehr statt. Ich habe das hier ausführlich erläutert,
Warum, wieso, weswegen, das hat eben auch mit diesem Update 4.2.0.1 zu tun. Und da kann man jetzt eben auch beliebige Wirtschaften miteinander mischen. Ich habe beispielsweise bei mir sogar 5 Wirtschaften miteinander gemischt. Das habe ich hier mal erläutert. Und in meinem Warenmarkt ist das Zeug alles drin. Das ist wiederum auch eine Sache, die fand ich wichtig. Viele haben ja jetzt schon fertig kolonisiert, aber wahrscheinlich passt es dann, wenn man sich diesen ganzen Guide mal durchgeschaut hat und gesehen hat, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht passt das System dann doch nicht so top und man muss gegebenenfalls doch nochmal umbauen und reißt wieder was ab. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt abreisen können und ändert einfach eine existierende Kolonisierung, was die Wirtschaft angeht, eben in passender Art und Weise zu den vorhandenen Planeten und ihren Eigenschaften eben ab. Da muss man dann eben abreisen und nochmal neu bauen. Wer sich das antun will, ist natürlich jedem selbst überlassen. Und dann habe ich hier eine Fallstudie nochmal eingefügt, Aufbau eines Systems mit Förderung. Zu dem Systemaufbau vorher, bei diesem wirtschaftlichen Stärkewert, hier nochmal bebildert, so ein Systemaufbau, was man dann eben, nachdem man den Primärhafen gebaut hat, zum Beispiel für ein Förderungssystem als nächstes so tut, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5 und so weiter und so fort. Die Fallstudien vom Commander Mechan, die habe ich natürlich drin gelassen, die sind auch nicht schlecht. Ich habe noch ein Bild mit reingesetzt. Wobei diese Fallstudien jetzt nicht Aufbau eines Systems sind, sondern eher erklärt hier in diesen Fallstudien eben, was für Welten man suchen sollte für ein ganz bestimmtes Wirtschaftssystem. Feedback. Wer Feedback auf mein Video oder überhaupt auf diesen übersetzten Guide dann geben will, der kann hier einfach draufklicken, da kommt er auf meinen YouTube-Kanal und kann an das Video hier auch in einen Kommentar was reinschreiben, Kommentar dranhängen. Diese Appendices, die habe ich auch sortiert in Reihenfolge ihrer Wichtigkeit und nicht quer durcheinander. Ja, zum Beispiel dann eben diese Sonderfälle hier als erstes und dann ein Appendix B, das ist dann eben von mir neu, diese Sache mit der Warenproduktion. Was produziert was? Nicht alle Waren, sondern nur die Waren, die man fürs Kolonisieren braucht, sind hier alle aufgeführt. Diese Tabelle von diesen beiden hier genannten Commandern, die ursprünglich mal entwickelt haben, eben einfach übersetzt und noch ein bisschen umformatiert und da reingepackt. Kann man immer schön nachgucken, was produziert denn was. Das habe ich reingesetzt, Siedlungslayouts und die Landeplätze von diesen Siedlungen, die man bauen kann. Und dann, zu guter Letzt, habe ich mir da noch gegönnt, ein Änderungsprotokoll aufzunehmen. Das ist noch nicht mal alles, was ich geändert habe, sondern eben nur der größte Teil. Ich habe noch weit mehr geändert, als hier drin steht. Das sind nur eigentlich so die wichtigsten Sachen. Das habe ich mir auch noch angetan, das entsprechend alles aufzunehmen. Anzusprechen wären dann noch die Fußnoten, die ich hier da im Text an vielen Stellen sind. Da klickt man eine an und dann wird man da sofort an das Ende vom Dokument geschickt und da kann man dann oben, ganz oben ist dann immer im Endeffekt das Ziel, da kann man dann die Fußnote lesen. Dann klickt man wieder hier auf dieses Fußnotenzeichen und ist wieder zurück an der Stelle, wo man vorher auf die Fußnote geklickt hat. Ja, so geht das. Ja, zum Beispiel hier Produktionsverbindungen, ja, wie, wo, was. 4, da Metalle, die eine Raffinerie haben, auf einem Planeten produziert und so weiter. Ja, und dann wieder da drauf geklickt und dann sind wir wieder zurück auf der Stelle, wo wir auf die Fußnote drauf geklickt haben. So kann man sich dann eben auch noch schön da hin und her bewegen. Und damit fliegen wir wieder ab. Am Ende des Videos. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Viel Spaß beim Kolonisieren und Material besorgen und abliefern. Und dann würde ich sagen, wer einen Kommentar hinterlassen möchte, kann das gerne tun. Und wenn es noch irgendwie Fehler oder so gibt, dann auch ruhig in einen Kommentar geschrieben. Und dann sage ich erstmal Tschüss.